Beamen oder Hoverbikes und. Solch Geräte aus Science-Fiction-Drehbüchern, das sind super Inspirationsquellen für Forschungsteams weltweit. Doch inwieweit halten Filme wie Star Wars dem Realitätscheck stand? Ein britischer Physikstudent hat sich jetzt mit dem Klassiker aus dem Science-Fiction-Genre beschäftigt, mit den Star Wars-Filmen, wie viel Energie ein Lichtschwert unter realen physikalischen Bedingungen benötigen würde und wie viel Energie für die Zerstörung eines Planeten mit einem Todesstern nötig ist. Jetzt den Klick zum Science Fiction. Herzlich willkommen. Konkret geht es um eine Szene aus einem der ersten Star Wars Filme, also Episode 1, die dunkle Bedrohung. Der Jedi-Meister Qui-Gon Jinn benutzt ein grünes Lichtschwert, um ein Loch in eine Tür aus Metall zu schneiden. Exakt 11 Sekunden dauert das Ganze. Der britische Student Luke Wilcox der University of Leicester hat sich jetzt die Frage gestellt, wie realistisch diese Szene tatsächlich ist. Die konkrete Frage, wie viel Energie wäre dafür nötig? Sein Ergebnis: 7 Megawatt. Das ist vergleichbar mit der Energieleistung von 70 Autos, die Vollgas fahren, oder eines der größten Windräder der Welt in etwa. Upsi, dazu liegt Luke Wilcox. Diese hohe Leistung aus einer so kleinen Quelle macht das Lichtschwert zu einem effizienten Gerät, um durch dichte Materialien zu schneiden und Droiden zu bekämpfen. Tja, und hier seine Berechnung für euch zum Nachvollziehen. Die Länge des Lichtschwertes schätzt er auf 91 cm, dessen Durchmesser auf 4 cm. Die Metalltür in der Filmszene ähnelt seiner Vermutung nach Titan, deswegen verwendet er in seinen Berechnungen dessen spezifische Dichte. Aber Luke Wilcox hat sich damit noch nicht zufrieden gegeben. Seine zweite Frage galt den unterschiedlichen Farben der Star Wars Lichtschwerter. Inwieweit unterscheiden sich diese in ihrer Leistung? Seine Annahme: die verschiedenen Farben des Lichts, also ihre verschiedenen Wellenlänge, hängen mit einem Unterschied ihres Energiehaushaltes zusammen, sprich mit der Energie der Lichtteilchen, also der Photonen. Die Leistung des grünen Lichtschwertes hatte Luke Wilcox mit knapp 7 Megawatt berechnet. Demnach würde die Leistung des roten Lichtschwertes bei etwa 5,5 Megawatt liegen. Eine violette Waffe dagegen hätte bereits 9,34 Megawatt. Bei der Annahme, dass ein Lichtschwert ausschließlich Photonen erzeugt, wäre die violette Waffe also die energiereichste. Doch wer von euch die Star Wars Filme verfolgt hat, sieht es eventuell so wie Luke Wilcox. Demnach scheinen die Lichtschwerter in manchen Szenen eher Plasma zu erzeugen. Ja. Luke Wilcox ist übrigens nicht der einzige Physiker, der sich mit Science-Fiction-Filmen beschäftigt und dazu durchaus seriöse Berechnungen anstellt. Schon vor einigen Jahren gab es eine Art Faktencheck eines Forschungsteams um David Balderstone, ebenfalls von der University Leicester. Sie hatten sich gefragt, ob es tatsächlich möglich sei, mehrere Planeten gleichzeitig zu zerstören, ebenso wie in Star Wars das Erwachen der Macht. Ihr Ergebnis: ein Todesstern mit einem Megalaser wäre dazu wohl tatsächlich in der Lage. Damals hatten sie ausgerechnet, welche Energiemengen nötig wären, um die Planeten zu pulverisieren. Für die Erde beispielsweise hatten sie ein Ergebnis von 2 mal 10 hoch 32 Joule berechnet. Also eine 2 mit 32 Nullen. Das sind doch, glaube ich, Fantastotrilliarden. Nee, Quatsch. Also wer weiß eine Zahl mit so vielen Nullen, also wie die genannt wird, schreibt es in die Kommentare. Um das Ganze zu vereinfachen, hatten sie bei ihren Berechnungen übrigens angenommen, dass die Dichte der Erde im Inneren konstant sei. Das ist allerdings nicht ganz der Fall. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, genau auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, Star Wars Todessternlaser gebaut. Tja, ansonsten bis dann. Bleibt dran.